Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute möchte ich euch mal vorstellen die neuzeitlichen Übungsstücke von Hans-Martin Linde, eine Sammlung von Blockflöten-Solostücken für die Altblockflöte aus dem 20. Jahrhundert. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Ja, heute stelle ich euch mal ein paar moderne Blockflötenstücke vor. Ich habe mich inspirieren lassen durch einen Kommentar unter meinen Videos von einem treuen Zuschauer, dem Jörg. Der wünscht sich mal Informationen über ein modernes Stück, aber, schreibt er, nicht dieses Reingespucke in die Flöte oder das Klappern mit Klappen auf den Petzold oder Kunert-Teilen, sondern eher leichte bis mittelschwere Stücke aus der Jetztzeit. Also mit Reinspucken und Klappern mit Klappen meint Jörg natürlich diese avantgardistischen Stücke für die Blockflöte, wo moderne Spieltechniken wie zum Beispiel Flatterzunge, Sputato, Glissando und so weiter verwendet werden. Davon gibt es natürlich auch eine Riesenanzahl und da gibt es auch ganz tolle Stücke. Aber was ich euch heute vorstelle, ist eben auf Wunsch von Jörg und ich hoffe, dass es viele interessiert, mal ein paar modernere Stücke, also sprich aus dem 20. Jahrhundert von Hans-Martin Linde, die eben gemäßigt modern sind, in dem Sinn, dass da keine besonderen Spieltechniken erforderlich sind. Hans-Martin Linde ist euch sicher ein Begriff, ein 1930 geborener deutscher Blockflötist und Dirigent und Komponist, der für die Entwicklung und die Wichtigkeit der Blockflöte unglaublich wichtig war und ist und vielen auch als Vorbild gedient hat, um die Blockflöte nochmal so richtig professionell in den Vordergrund zu rücken. So, also ich habe die neuzeitlichen Übungsstücke von Hans-Martin Linde und diese Stücke könnt ihr wirklich als Etüden betrachten, denn in den verschiedenen Stücken, die darin vorkommen, da werden verschiedene Fertigkeiten auch trainiert, wie in einem normalen Etüdenheft auch. Aber ich finde, die Stücke klingen auch alle sehr schön und die kann man durchaus auch im Konzert spielen und die sind also nicht nur reine Etüden. Und wenn man noch nie was Moderneres gespielt hat, könnte ich mir vorstellen, dass man durch diese Stücke einen Zugang bekommt dazu, dass man auch mal wirklich was anderes ausprobiert. Sie sind Solo, für Blockflöte Solo, das heißt, ihr müsst jetzt nicht noch jemanden finden, der das irgendwie schwierig auf dem Klavier begleiten kann oder so. Ihr könnt das Solo machen und ja, jetzt möchte ich euch einfach mal ein paar Stücke aus dieser Sammlung vorstellen. Insgesamt sind es 22 Stücke in dem Heft und von ein paar spiele ich euch jetzt mal ein paar Stellen vor und erzähle euch mal, was daran geübt wird oder was die Stücke irgendwie ausmacht und warum sie so besonders und warum sie auch schön sind eigentlich, wie ich finde. Nummer 1 nennt sich Tempo Giusto. Und da ist eigentlich gleich auffällig, dass das ein langsames Stück ist und dass das gesanglich gespielt werden kann und sollte. Es steht noch als Bezeichnung dran Dolce und ein P für Piano, also leise und süß soll es klingen und weich. Und hier könnt ihr eben wunderbar ein kantabiles Spiel dran üben. Und das spielt sich auch in relativ tiefer Tonlage ab.
Und das ist sehr schön, um ein ganz entspanntes Spiel der tiefen Töne hinzubekommen, bei denen ihr, wenn ihr euch nochmal erinnert an das, was ich euch sonst immer so erzähle, viel Luft in die Flöte reinblasen könnt, aber ohne Druck, sagen wir mal, also ohne Geschwindigkeit. Also im Gegensatz zu den höheren Tönen, wo ihr einen schnellen Luftstrom braucht, könnt ihr hier dran üben, dass ihr total entspannte, bauchige, tiefe Töne spielt und das eben einbettet in diese schöne Melodielinie. Es kommen hier auch gleich lauter Taktwechsel vor. Also wir fangen hier an mit einem Viervierteltakt, dann kommt im nächsten Takt schon gleich wieder ein Fünfvierteltakt, der dritte Takt ist ein Sechsvierteltakt und der vierte ist wieder ein Viervierteltakt und so geht das dann weiter. Aber im Spielen und im Fluss dieses Spiels merkt man das gar nicht, dass das so dauernd krass wechselt. Sondern es ist wirklich so komponiert, dass es einfach fließen kann und ihr die einzelnen Noten zählen könnt, also wo eine halbe Note ist und wo eine Viertelnote ist, aber ohne dass euch die Taktwechsel irgendwie raushauen. Und dann habt ihr eben das auch mal gleich kennengelernt, diese Taktwechsel, einfach so willkürlich, sage ich mal, wie das eben in modernen Stücken häufig vorkommt. Und in alter Musik ist das ja, kommt das auch vor, aber ist das ein bisschen strenger geregelt. Da hat das bestimmte Abschnitte, wo ein anderer Takt kommt, eine andere Taktart. Es hat bestimmte Regeln, vor allem in frühbarocker Musik und Renaissance-Musik. Aber hier ist es einfach vom Komponisten jetzt vorgesehen, er möchte hier Vierviertel, dann Fünfviertel, dann Sechsviertel und das muss man dann einfach so machen und sich drauf einlassen. Und in diesem ersten Stück hier, in diesem Tempo Giusto, geht das wunderbar und das ist richtig schön zu spielen. Dann haben wir hier einen zweiten Satz oder ein zweites Stück drin, das nennt sich Leggero, also leicht und das ist eigentlich viel Tonleiterspiel. Und das Ganze soll dann leicht klingen. Und dazu kommen noch einige Bs ins Spiel, die dann immer so nach Bedarf dran stehen oder wieder aufgelöst werden. Das heißt, das ist jetzt auch von den Griffverbindungen her herausfordernd. Die kann man da dran üben. Man kann das Tempo so einstellen, wie man es braucht zum Üben. Also hier steht auch keine Tempobezeichnung dran. Und ich denke, da solltet ihr einfach gucken, dass ihr euch wohlfühlt in dem Tempo, dass ihr es nicht zu schnell spielt oder übt, dass es auch noch leicht klingen kann, denn darum geht es. Und das ist eigentlich eine super Kombination von Tonleitern entspannt spielen und leichtfüßig spielen und bestimmte Griffverbindungen üben mit einem Ges zum Beispiel plötzlich drin oder einem Des und auch dieses Schalten im Gehirn, wenn das dann wieder aufgelöst wird und in dem Takt dann nicht mehr gilt, während es im Takt davor schon noch galt. Und das ist auch wieder sehr etüdenmäßig, ja, aber ich finde, dieses Stück klingt einfach auch sehr schön. Also ich spiele euch jetzt nicht immer die ganzen Stücke vor, sonst dauert das ja Stunden, aber immer mal so ein Stückchen vom Stück. So, ich mache jetzt nicht alle Stücke, sonst ist das zu viel, aber ich gehe jetzt doch zu Nummer 3 einfach und das finde ich so wunderschön. Alla breve nennt sich das und besteht nur aus Viertelnoten und halben Noten und das geht sehr in die Höhe und ist aber wunderschön gesanglich zu spielen.
Also er hat drunter geschrieben espressivo, also ausdrucksvoll. Da kann man also sehr schön eine gesangliche Linie spielen, ausdrucksstark spielen, auf bestimmte Ziele hin, immer auf diese höchsten Töne, aber die dann leicht spielen, also leichtfüßig. Erinnert euch nochmal dran, was ich auch schon öfters erzählt habe. Je höher ihr geht auf eurem Tonumfang, desto weniger Luft könnt ihr eigentlich verwenden. Also denkt nicht bei hohen Tönen, wenn es in die Höhe geht, immer lauter zu spielen, sondern eigentlich umgekehrt. Je höher es geht, desto mehr wird es leichter. Wie bei einem Flugzeug, das erst starten muss, und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal geflogen seid, wenn das so immer schneller rollt und kurz, also wenn es dann abhebt, fühlt sich das so ganz schwer an, dann wird man so in den Sessel gedrückt, in den Sitz, und wenn es dann hochgeht und oben ist, und dann fühlt sich das so ganz leicht an. Und dieses Gefühl hat man hier, wenn man es richtig macht, bei den hohen Tönen. Und das ist so wunderschön komponiert, dass man das da auch gut machen kann. Ja, immer noch der Reihe nach, jetzt kommt Nummer 4, aber das wollte ich euch auch unbedingt vorstellen. Das nennt sich Allegro leggero, und also heiter heißt ja Allegro, und in modernerer Zeit bedeutet Allegro auch wirklich schnell, aber in alter Musik bedeutet Allegro nicht per se schnell, sondern heiter und fröhlich. Und das möchte er hier Allegro leggero haben, also ein leichtfüßiges, ein leichtes, heiteres, schnelles Stück. Hier ist fast alles in Staccato geschrieben, und daran könnt ihr wieder wunderbar üben, ein schönes, leichtes Staccato zu üben, wo ihr eure Artikulation super schön deutlich machen könnt, ohne dass es aber so gezwungen und so gedrückt und zu laut klingt, sondern wirklich, hier könnt ihr wirklich üben, also ganz, ganz kurzes, deutliches Staccato zu üben, ohne dass das so, wie soll ich sagen, so schwergewichtig wird. Also ein federleichtes, kurzes Staccato. Und auch das ist hier wieder so komponiert, finde ich, dass das echt Spaß macht. Das klingt einfach spaßig und das klingt schön und heiter. Es ist einfach so komponiert, dass es heiter klingt und auch so kleine Scherze drin hat, also so rhythmische Raffinessen. So ab und zu kommen dann nämlich mal ein paar Bindungen rein, und das ist dann plötzlich ein sehr dynamischer Rhythmus, der da entsteht. Dann gehe ich mal zur Nummer 8, und die ist ein Vivace, was eigentlich wörtlich lebhaft heißt. Und in diesem Vivace dreht es sich eigentlich um Bindungen. Also ihr habt ja immer eine Note ganz normal angestoßen und dann 3 gebunden. Und das Ganze ist kombiniert mit vielen Bs, also das B, das S, das As, das Ges, das Des. Und das ist eine sehr, sehr gute Übung für Gabelgriffe, also für diese ganzen Griffe von den Noten, die ich eben genannt habe, in Kombination miteinander, und die Bindebögen. Und das Ganze klingt auch wieder sehr schön, und ich sage nochmal, das Tempo bestimmt ihr beim Üben und auch beim Vorspielen, denn Vivace, ich gehe jetzt mal von alter Musik aus, und daraus kommt ja Hans-Martin Linde eigentlich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie er das Vivace hier genau meint, aber normalerweise in alter Musik heißt Vivace wirklich einfach lebhaft, und das muss nicht per se super schnell sein. Das ist natürlich eher ein schneller Satz, aber es soll lebhaft klingen.
Ja, und es gibt hier ein paar fiese Griffverbindungen drin, aber je nachdem, wie leicht bis mittelschwer ihr das haben wollt, wollt ihr ja auch ein paar Herausforderungen haben. Das soll ja nicht alles vom Blatt spielbar sein, sonst wäre es ja auch langweilig. Und innerhalb dieses Werkes von Hans-Martin Linde findet ihr bestimmt Stücke, die bei euch gut klappen und in den Fingern liegen. Denn also dieses Vivace hat jetzt wirklich ein paar fiese Griffverbindungen, aber die lohnen sich sehr. Abgesehen mal davon, dass ihr da profitiert für zum Beispiel Stücke von Vivaldi, wenn ihr da solche Griffverbindungen habt. Wenn ihr das Stück übt hier, dann habt ihr schon ein Stückchen Vivaldi geübt. Ja, und in der Nummer 9, Andante als Titel, da hat er jetzt lauter Kreuze reingebracht, der Hans-Martin Linde, aber das geht noch, das hält sich in Grenzen, da kann man ganz gemäßigt das Cis schön üben und auch so ein bisschen Dis, aber es ist human, also es ist nicht sehr schwer, würde ich mal sagen. Was hier wichtig ist, ist einerseits ein gesangliches Spiel wieder und auf große Linie spielen, eine super Tonübung. Und gleichzeitig schreibt er jetzt hier wirklich auch dynamische Bezeichnungen rein. Es fängt leise an, P, Piano, kriegt irgendwann ein Crescendo und soll dann richtig laut werden und dann wieder plötzlich richtig leise. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Übung und das klingt auch wiederum sehr interessant und ja, man hört, das ist modernere Musik, aber wie gesagt gemäßigt modern und ich denke, viele von euch können da bestimmt viel mit anfangen oder ich hoffe mal, es gefällt euch jedenfalls. Und das ist auch eine ziemlich gute Atemübung. Also wie ihr wisst, ist der Atem ja die Grundlage sowieso für alles, was wir spielen wollen. Und bei so einem Stück merkt ihr dann, ob eure Atemstütze gut ist natürlich, ob ihr überhaupt eine habt und wie ihr das hinbekommt. Ja? Also das ist jetzt nochmal ein anderes Kapitel natürlich, aber euren Atem müsst ihr eigentlich wirklich entwickeln und daran immer wieder arbeiten. Und dieses Stück ist super geeignet dafür. Dann habe ich noch rausgesucht, um euch vorzustellen, die Nummer 10, Allegretto Grazioso. Also ein graziöses Allegretto, was also auf keinen Fall übereilt klingen soll, denke ich mal. Und hier sind es rhythmische Raffinessen. Also dieses Stück lebt vom Rhythmus, würde ich mal sagen, und ist also wirklich hat sehr überraschende Wendungen und klingt sehr spritzig einfach. Mir ist nicht ganz klar, ob Herr Linde jetzt alles im Staccato gedacht hat hier. Nur im ersten Takt steht ein Staccato über den Noten drüber. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen nach Gutdünken gemacht und nicht alles im Staccato gespielt, sondern so ein bisschen verteilt, wie ich dachte, dass es schön ist. Und hier dran könnt ihr auf jeden Fall üben, ganz leichtfüßig wieder zu spielen. Ein leichtes, federleichtes, trotzdem prägnantes und kurzes Staccato zu üben und natürlich euren Rhythmus trainieren. Ja? Also man hat da so plötzlich so klitzekleine Päuschen drin und dadurch entstehen eigentlich Synkopen. Und auch das ist eine Atemsache, denn wenn ihr die ganze Zeit schnelle Noten im Staccato spielt, dann müsst ihr gucken, dass ihr
atmen könnt zwischendurch, einatmen. Und wenn ihr da Probleme habt, zwischendurch schnell einzuatmen, dann ist eure Atemstütze nicht gut. Also ich will euch jetzt keine Angst machen, ihr könnt das ja auch richtig gut trainieren, dabei kann ich euch ja auch helfen. Aber es ist eben kein Wunder, falls ihr da ein bisschen außer Atem kommt. Aber davon mal abgesehen finde ich das Stück einfach super süß und spritzig und wirklich toll. Und ich denke mal, es macht Spaß, wenn man schon Etüden übt, dass man dann an solchen Stücken den Atem übt, das Staccato und den Rhythmus. Ja, dann haben wir zum Beispiel bei Nummer 13 ein Allegro vivace, ein lebhaftes, heiteres, schnelles Stück. Da ist es auch wieder ganz viel mit Bindungen. Also es besteht fast nur aus Bindungen und da habt ihr richtige Bindungen über ganz viele Töne. Und das ist natürlich eine tolle Übung für eure Griffwechsel, für ein akkurates Wechseln zwischen den Griffen, ohne dass ihr da was schmiert oder dass es zu schnell geht. Daran könnt ihr lernen, schnell zu reagieren. Auch vom Rhythmus her hat das einige spritzige, witzige Sachen. Und eben dieses Spielen auf einen Atem unter dem Bogen, ne? Also wenn ihr nur zu Anfang des Bogens ein Dü oder ein Tü machen dürft und dann durchblasen müsst, bis das nächste Dü kommt. Und das ist eben auch eine Atemübung, aber vor allem auch eine Fingerkoordinationsübung. Und auch dieses Stück klingt super toll, finde ich. Auch hier habe ich jetzt nur ein kleines Fragment mal vorgespielt für euch. Ja, dann als allerletztes als Beispiel die Nummer 16, Giocoso. Und wenn mein Italienisch stimmt, dann heißt das verspielt. Und dieses Stück ist auch einfach verspielt. Das klingt verspielt, finde ich. Auch wieder mit Staccato, mit schönen Rhythmen, mit Sprüngen drin, wo ihr dran üben könnt, die Griffe akkurat zu treffen, mit der Zunge gleichzeitig, mit diesem kurzen Staccato. Und auch hier ist es einfach so schön, dass es einfach Laune macht, das zu üben da dran. Und das muss nicht gleich so schnell sein, das könnt ihr auch langsamer spielen, das klingt auch wunderschön in langsam. Und ich denke mal, dieses Stück macht so richtig Laune. Also, dass man einfach, ja, sich verspielt fühlt. Ja, das war mal ein Einblick in die neuzeitlichen Übungsstücke von Hans-Martin Linde. Ich verlinke in der Infobox unten drunter das Heft, also wo ihr das kaufen könnt. Und vielleicht habt ihr ja Lust, euch das anzuschaffen jetzt. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall als Etüdenheft und ich würde euch raten, traut euch ruhig auch mal so ein Stück vorzutragen, wenn ihr ein Vorspiel habt, vielleicht in der Musikschule oder wo auch immer. Und das kommt auch unheimlich gut an bei den Zuhörern, denn sowas hört man im Alltag nicht so oft wie jetzt zum Beispiel Barocksonaten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist kostenlos und dadurch unterstützt ihr aber einfach meine Arbeit und das, was ich hier mache. Und falls ihr euch noch wirklich vertieft dem Blockflötenspiel widmen wollt und so eine Art Nachschlagewerk in digitaler Form haben wollt oder zum Beispiel eure Artentechnik richtig gut erlernen wollt und trainieren wollt, dann kann ich euch meinen Videokurs Blockflöte Next Level empfehlen, der für fortgeschrittene Blockflötenspielerinnen und Spieler ist. Und fortgeschritten heißt leicht fortgeschritten bis sehr fortgeschritten. Also mit all diesen Niveaus kann man den Kurs absolvieren, denn ihr müsst euch vorstellen, der behandelt alle wichtigen Fertigkeiten des guten Blockflötenspiels so, dass ihr euch die Videos nach Bedarf anschauen und da mitmachen könnt.
Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Atmung trainieren wollt und denkt, ja, wieso habe ich da diese Atemstütze nicht, wieso fällt es mir schwer mit dem Atmen zwischendurch im Stück, dann könnt ihr da rangehen. Es gibt ein ganzes Kapitel über die Zwerchfellatmung, die richtige Atemstütze. Und die Teilnehmer, die den Kurs bisher gekauft haben, die geben mir auch immer wieder das Feedback, dass es wirklich funktioniert, wie ich das da euch verklickere und dass sie immer wieder darauf zurückkommen können, wenn sie merken, sie haben ihren Atem ein bisschen vernachlässigt. Und so ist es in dem Kurs mit allem, mit der Artikulation, mit eurer Haltung, mit der Haltung der Finger, mit eurer Phrasierung, mit euren Verzierungen, wenn ihr denkt, ach, mir fällt da nichts ein, wie kann man da noch rangehen? Auch das ist im Kurs besprochen. Ja, und ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Auch wenn ihr irgendwo Unterricht habt regelmäßig, dann könnt ihr trotzdem diesen Kurs dazu nehmen, wie so eine Art digitale Blockflötenschule, sag ich mal. So, jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuhören heute und sage bis zum nächsten Mal, verabschiede mich und freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.